Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, der Legendary Dungeon Wahnsinn ist wieder vorbei. Die 10 Tage sind um. Heute ist es soweit, der Dungeon schließt wieder seine Pforten. Noch 7 Stunden ist er gerade hier auf. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, um 16 Uhr, ist es dann nachher vorbei. Und ja, damit endet dann auch der Dorzer Xmas Code, falls ihr bis dahin das noch nicht eingegeben haben solltet. Ich glaube, wenn es denn so ist, bis 16 Uhr hättet ihr dann noch Zeit. Also noch eine Stunde, falls ihr jetzt gerade aktuell dieses Video seht. Ja, und danach ist er dann auch nicht mehr gültig. Ja, ich wollte euch so ein bisschen meine Dungeon-Statistiken zeigen und was ich so an Stats auf dem Server jetzt hier so geschafft habe, aber auch auf den anderen Servern. Gucken wir auch mal kurz drauf. Und zwar habe ich hier jetzt insgesamt 23 Runs gemacht auf dem Server und habe dabei 841 Monster besiegt. Mit 4 Toten war mein bester Durchlauf. Dazu muss ich sagen, ich hatte nie wirklich die Intention, sag ich mal, die pilzsparendsten Runs zu machen, weil dann müsste ich die ganze Zeit ausweichen, so. Und das Ding ist, wenn man viel ausweicht und pilzsparende Runs macht, dann ist man eigentlich nur so mehr oder weniger auf das Legendary am Ende scharf, damit man so schnell wie möglich die legendären Items bekommt. Ich hatte aber ja schon alle Items relativ schnell bekommen und deswegen war für mich dann eher so im Vordergrund gewesen, ja, dann klatscht du ein paar mehr Monster, dann gehst du mal halt in, keine Ahnung, in den Fallenraum rein, um ein paar Ressourcen vielleicht zu nehmen. Da komme ich auch nochmal gleich drauf zu sprechen, so. Aber ansonsten, ja, oder dann hebst du mal die Leiche, wie gesagt, vom Boden auf und riskierst halt mal eben, ne? Ja, und deswegen bin ich halt nie wirklich sehr pilzsparend hier durchgekommen. 153 Epics habe ich insgesamt gefunden und 2,8 Milliarden Gold habe ich gefarmt. Mir ist aufgefallen, es ist wirklich so, die ersten 5 bis 10 Runs, die lohnen sich noch goldtechnisch wirklich am meisten. Danach geht es sowas von krass bergab nach allen Runs, die danach kommen, weil man halt so viele Kisten hat, wo gar nichts teilweise drin ist. Und das wird viel, viel krasser, umso länger oder umso mehr Runs man am Stück halt macht. Also es lohnt sich nicht wirklich mehr, dann noch irgendwie für Gold oder sowas denn zu runnen. Wenn man keine Lust hat auf Pilze, ja, also wenn man wirklich eine Arsch voll Pilze auf dem Konto hat und die alle loswerden will, ne, also da wirklich mit den Pilzen nichts zu tun haben will, dann kann man auch so eine sogenannten Ressourcen-Runs machen. Ich hatte es mal ausprobiert mit diesen Opfertüren. Diese Runs sind verdammt teuer. Man bekommt aber auch wirklich sehr, sehr viele Ressourcen. Ich kann mir vorstellen, dass gerade auf W50 hier auf dem Server, dass hier viele Leute in den Top-Rängen hier oben so eine Ressourcen-Runs gemacht haben, weil denen halt eben das, sag ich mal, egal ist, wie viele Pilze man bezahlt. Hauptsache, man hat dafür die Währung im Spiel. Und die sind ja dabei, ihre Mine so schnell wie möglich, so hoch wie möglich zu bringen. Und so eine Ressourcen-Runs, das heißt, wenn man in diese Opfertüren reingeht oder halt diese Fallenräume mitnimmt, wo man dann halt einen Debuff bekommt, da bekommt man halt eben, wenn man eine Festung 20 hat, super viele Ressourcen raus. Und ja, das schafft man nicht mit Traden und sonst irgendwas. Man kann quasi unendlich oft durch diese Dungeons durch und ich glaube, dadurch haben sich sehr viele Leute hier oben nochmal richtig krass geboostet, was so ihre Ressourcen angeht und damit halt auch ihre Mine. So, ne? Guck mal, hier zum Beispiel hat hier der Krieger jetzt reingeschrieben, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich gehe mal einfach von aus, weil warum sollte man was Falsches hier reinschreiben? Mittlerweile schon eine Mine von 48. Ja. Lassen wir mal einfach so stehen. Das ist verdammt heftig. Ich weiß nicht, ob noch mehr Leute hier irgendwas reingeschrieben haben in ihre Beschreibung. Aber alleine durch diese Runs, die man jetzt durch den Legendary Dungeon gemacht hat, hat man auch so viele Ressourcen halt bekommen. Ich hatte es mal getestet, wie gesagt, mit 1-2 Runs und ja, war halt begeistert davon, wie viele Ressourcen man insgesamt bekommen hat, wenn man dann halt wirklich darauf aus ist, oft zu sterben, dafür aber in Kauf nimmt, dann halt auch die Ressourcen eben zu bekommen. Das ist halt das Ding. Es sind halt eben sehr teure Runs, aber man bekommt halt eben auch sehr viele Ressourcen dafür. So, ne? Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr teuer. So, ich habe es auch nicht zu häufig gemacht, muss ich dazu sagen. So, ne?
Ja, ansonsten habe ich hier auf meinem Main jetzt in den 10 Tagen, wenn man jetzt die Legendary Dungeon Statistik mit dazu nimmt, plus halt das Gold Event und was halt alles so jetzt da angefallen ist, in den 10 Tagen habe ich 5000 Intelligenz gegained. Ja, also ich habe mich um 5000 Intelligenzpunkte verbessert, nicht Basispunkte, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, aber die Intelligenz war bei mir vor 10 Tagen, ich hatte, dadurch, dass ich ja alles auf YouTube dokumentiere, hatte ich gesehen, vor circa 10 Tagen war die Intelligenz bei mir noch auf 209.000, jetzt ist sie auf 214.000. Und ja, innerhalb von 10 Tagen ist das, denke ich mal, nicht verkehrt. Und das einfach nur durchs Skillen. Ne? Einfach nur Skillen. Keine Verbesserung auf den Gegenständen, keine neuen Edelsteine, keine neuen Items. Wirklich nur 5000 Punkte auf Intelligenz nur durchs Gold skillen. Und dafür ist es schon sehr, sehr cool, denke ich mal. Da haben wir gut Progress gemacht und uns vielleicht wieder so ein bisschen abgesetzt hier unseren Kontrahenten gegenüber. Übrigens, wollte ich euch zeigen, ich bin wieder, wer mich suchen sollte, ich bin in letzter Zeit ziemlich häufig in der internationalen Ehrenhalle vertreten. Ich dümpel hier immer so auf Platz 80 umher und ja, hier auf dem Server, da ist es die letzten Tage jetzt häufiger vorgekommen, dass ich in der internationalen Ehrenhalle zu sehen bin. Also wer da immer mal so ein Auge drauf werfen sollte, wie auf dem Würfeltisch, ne, ein paar Augen drauf werfen, kann er gerne mal hier auch vorbeischauen und da sich immer die aktuellsten Kämpfe angucken. Ich gucke mir da eigentlich auch für jeden Tag fast die Kämpfe an. Ist aber ziemlich random das Ganze, gegen wen man spielt oder auf wen man trifft. So, ne, das ist, ja, geht mal hoch, mal runter, ne, je nachdem, aber ist auf jeden Fall ganz cool, ganz interessant. Ne. Ansonsten haben wir auch gute Ressourcen gemacht. Wir haben ja jetzt zweimal dieses Schmiede-Event gehabt jetzt am Anfang und jetzt am Ende nochmal, jeweils für 3 Tage, wo man halt jeden Tag 15 Items zerlegen konnte und das haben wir halt genutzt und haben halt hier auch wieder gut Kristalle gefarmt in der Zeit und ich hatte dann auch nochmal mein komplettes Inventar voll mit Epics gemacht. So, ne? Ich habe versucht, so viele Waffen wie möglich aufzubewahren, weil die kosten immer 2 Zerlegpunkte. Das heißt, von den Waffen habe ich länger was von als von den normalen Items. Deswegen, hier habe ich fast 2 komplette Seiten voll. Also da habe ich erstmal noch die nächste Zeit gut zu tun. Ja, ansonsten hatte ich die Tage unterhalb der Woche auch immer 5 Items pro Tag zerlegt. Ne? Also da haben wir gut Kristalle jetzt gemacht. Und jetzt gucke ich nochmal, dass wir denn jetzt die nächste Zeit, wo man immer 5 Items pro Tag zerlegen kann, dass wir hier auch alles zerlegt bekommen und dann sollten wir auch einen guten Fortschritt hier wieder gemacht haben. Ja, ansonsten habe ich hier auf mein alter Ego noch so gut es geht den auch noch ausgerüstet mit Gegenständen, ist ein zusätzlicher Platzhalter für mich und kann man auch dementsprechend so nutzen, wenn man halt eben kein Farm-Equipment mehr hat, sondern alles den Arena-Manager dann so weit hat, quasi, dass man dann alles in ein Equipment hat, so dann ist das hier natürlich vom Vorteil. Ja, am Ende des Tages habe ich ein einziges Upgrade gemacht, das ist hier die Waffe, die mein Marquardt bekommen hatte und da hatte ich mich ja schon zu geäußert, dass ich erst ab Stufe 600 hier wieder mich selbst equippen werde und das ist eigentlich so das einzige Upgrade, was ich hier gemacht habe auf den Char dahingehend. Ansonsten viel Stat-Punkte gefahren und viel Kristalle. Das war eigentlich so mein Hauptanliegen gewesen, so. Ja, das dazu. Auf dem Battle Mage kommen wir mal kurz zum Schnelldurchlauf auf den anderen Servern. Auf dem Battle Mage habe ich leider 2 Items nicht gefunden. Das ist einmal das hier und einmal das hier. Die 2 konnte ich leider nicht finden, hatte aber auch nicht mehr so viele Runs gemacht. Muss aber dazu sagen, dass der Battle Mage der Char gewesen ist, mit dem ich als letztes gerunnt bin. Da hatte ich dann schon diverse andere Runs schon hinter mir und dann hatte ich nachher wirklich nicht mehr sehr viel Lust. So, ihr seht, ich habe hier nur in Anführungszeichen 18 Runs gemacht und habe hier schon 2,2 Milliarden Gold. Vergleichen wir das mal mit dem Account hier. Hier habe ich 23 Runs gemacht und habe 2,8 Milliarden Gold. Und da kommt auch nochmal dazu, dass ich eine deutlich höhere Stufe habe, aber gut, das zählt eigentlich nicht mit rein, weil ab einem bestimmten Punkt habt ihr überall 15 Millionen Gold, wo ihr reinkommt, irgendwas rausholt aus einer Kiste, 15 Millionen Gold sind 15 Millionen Gold. Also da ist, ihr seht schon, da kriegt man nicht mehr so sehr viel mehr zusammen, so, ne? Ich meine, ist jetzt nicht bedeutend weniger, ne? Aber
ja, ich meine, gut, wenn ich jetzt so auf 23 Runs komme, jetzt hier noch könnte ich vielleicht auch gerade so noch so, ja, diese Goldmenge erreichen, aber es ist nachher nicht mehr wirklich worth. Ich hätte mal darauf achten sollen, wie viel ich bei 10 Runs gehabt habe. Da, ja, steht das dann, glaube ich, noch mehr so im Verhältnis. Ja, das auf jeden Fall zum Battlemage. Hier meine Statistiken dazu. Auf dem Free-to-Play-Account habe ich einen Run gemacht. Hier bin ich nicht sehr aktiv gewesen. 6 Epics habe ich bekommen. Das ist ganz nice. Also für Free-to-Play-Spieler nach wie vor finde ich es immer noch ein geiles Event. Und dazu muss ich dazu sagen, ich war wirklich sehr inaktiv hier, was den Legendary Dungeon angeht auf dem Free-to-Play. Also da hätte man noch deutlich mehr rausholen können. Ein zweites Leggy hätte ich auch noch rausholen können. Ich habe hier die Schuhe bekommen. Aber ich bin halt auf dem Account einfach viel zu faul, muss ich sagen. Tut mir auch selbst ein bisschen leid, aber halt momentan nicht mehr so viel Motivation auf dem Server weiterzuspielen. Ich bin hier trotzdem noch aktiv, aber ja, nicht mehr so wie früher auf jeden Fall. Ne? Trotzdem möchte ich den noch weiter behalten. Ich möchte den nicht abgeben, macht mir immer noch Spaß. Der 10-Euro-Account hier, den ich als Glass Cannon Free-to-Play-Account jetzt weiter hochziehen möchte, auf Stufe 450 jetzt. Ja, ansonsten auf W50 haben wir alles geschafft, was wir wollten. Wir haben zu allerletzt eine neue Waffe bekommen. Das war das letzte Item, was uns gefehlt hatte. Spanne nicht perfekt, aber ist in Ordnung, ist eine neue, ist ein Upgrade und hier werden wir die nächsten Tage, denke ich mal, auch nochmal in die Dungeons reingehen. Ein paar haben wir jetzt wieder nochmal offen durch die neue Waffe. Wir hatten hier zwischendurch schon ein paar Dungeons gelegt, da hat uns aber noch die Waffe gefehlt. Jetzt mit neuer Waffe sieht es nochmal ein bisschen besser aus. Und jetzt bin ich nach dem Event, hier gucken wir auch nochmal in die Statistiken kurz rein. Zack. Ja, 18 Runs, hier natürlich dementsprechend noch nicht viel Gold bekommen, dadurch, dass mein Level noch nicht so hoch ist hier, ne, ist klar. Und genau, jetzt ist für mich das nächste Ziel auf W50 hier, die Edelsteinmine hochziehen, da dann bessere Steine bekommen und dann nochmal versuchen, neue Steine überall einzusetzen, damit ich dann da auch ein bisschen up-to-date bin. Ich habe meine Ritterhalle jetzt auf 20, bin jetzt hier aktuell, habe jetzt ein bisschen aufgeholt, bin gut dabei und seit der 20er Festung geht es auch ressourcentechnisch gut voran. Alles klar. Ja, das wird soweit gewesen sein zu den Statistiken, wie es bei mir aussieht. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie oft seid ihr durch den Legendary Dungeon, das würde mich mal interessieren. Gibt es da vielleicht welche, die da richtig ausgerastet sind? Wie gesagt, seit dem allerersten Dungeon, wo es halt noch nicht diese Goldbegrenzung gab, wo man halt aus jeder Kiste immer 15 Millionen Gold bekommen hat und aus jeder Leiche 15 Millionen Gold und so, ne? Und das bei jedem Run. Und man konnte das unendlich machen. Da hat sich das richtig gelohnt. Jetzt mittlerweile lohnt sich das nicht mehr so oft halt da durchzugehen, weil das halt unglaublich krass genervt wird, umso mehr man da halt durchrunnt. So, ne? Ja, deswegen, alles klar. Trotzdem habe ich immer noch Lust, irgendwie würde ich es feiern. Zu Ostern werde ich ja höchstwahrscheinlich Stufe 600 erreichen und mit Stufe 600 möchte ich mich ja neu equippen. Und irgendwie finde ich es halt geil, so als Challenge 100 Runs am Stück zu machen. Aber es ist halt verdammt teuer. Wenn man so überlegt, 300 Pilze pro Run, jetzt mal, ne, um mal so plus minus jetzt so, ne, 300 mit 300 rechnet, brauchst du für 100 Runs schon 30.000 Pilze. Und es bringt halt kaum was, so ressourcentechnisch einfach. Ne? Es bringt halt nachher kaum was so. Ne? Aber ich würde es geil finden als Challenge. Einfach so. Die letzte Challenge für mich war der 24-Stunden-Livestream, muss ich ehrlich sagen. Seitdem her gab es jetzt nicht mehr so eine richtig geile Challenge für mich selbst irgendwie, ne? Livestream-technisch gesehen. Wäre halt cool, irgendwie so einfach für die Challenge so 100 am Stück zu machen. Aber ist erstmal viel zu teuer und es wird sich halt auch nicht wirklich krass lohnen, so viel kommt halt nicht sehr viel raus mehr. Alles klar. Aber die Idee ist trotzdem noch in meinem Kopf drin, ne? Gut, das war's soweit von mir. Hat den Tisch kaputt gemacht hier. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.